Ni hao und willkommen zu meinem China-Video. Diesmal muss ich ein bisschen improvisieren, da mein Mikrofon kaputt gegangen ist. Jetzt mache ich das über mein Headset. Aber das wird schon klappen. Man hat auf so einer langen Reise halt immer ein paar kleine Verluste. China, was für ein großes und faszinierendes Land. Und besonders zum Ende meiner Reise in China hatte ich ein riesengroßes Abenteuer. Ich bin von Indien nach China geflogen, da dadurch das China-Visum einfacher zu bekommen ist. Ich habe von anderen Fahrradreisenden gehört, dass die das Visum beantragt haben und den Landweg machen wollten und das Visum einfach nicht bekommen haben. Da wollte ich einfach auf Nummer sicher gehen und bin nach China eingeflogen. Ich bin dann in Kunming gelandet und habe mir direkt eine SIM-Karte gekauft für umgerechnet 20 Euro. Dann hatte ich 100 GB zur Verfügung, das hat dann für die ganze Zeit locker gereicht. Ich hatte auch noch einen VPN, der ist ganz wichtig hier in China, denn viele Internetseiten und Apps sind hier geblockt. VPN ist eigentlich zu nutzen verboten, aber alle Chinesen, die ich getroffen habe, verwenden einen. Also da habe ich mir dann keine weiteren Gedanken gemacht. Mein erstes Ziel in China war der Steinwald, der eine Tagesfahrt außerhalb von Kunming liegt. Dort musste ich dann feststellen, dass die touristischen Orte sehr teuer im Verhältnis zu den anderen Orten in China sind. Für fast alle Sehenswürdigkeiten in China zahlt man Eintritt. Manchmal nur 4-5 Euro, manchmal aber auch 10, 20. Und es ist auch nicht unüblich, dass die Eintrittskarte nicht alle Sehenswürdigkeiten abdeckt und man mehr zahlen muss oder für ein Fortbewegungsmittel zahlt, ohne die man sonst nicht weiterkommt. Am Anfang meiner Reise waren noch Sommerferien in China und dementsprechend war alles überschwemmt von chinesischen Touristen. Aber schnell habe ich gelernt, dass wenn man nur ein wenig weiter wandert oder etwas klettern muss, ist man schnell alleine. Scheinbar mögen viele Chinesen sich in ihrer Freizeit nicht bewegen. Gut für mich. Dann ging es weiter Richtung Osten. Die Gegend sah aus wie ein tropischer Wald. Über 35 Grad und eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit waren nun an der Tagesordnung. Die ersten Tage hat es noch teilweise heftig geregnet, danach die Tage schien aber nur noch gnadenlos die Sonne. Meine Lösung, ab und an bei einer Pause einen Fächer ausleihen und Eis essen. Ganz viel Eis essen. Das war eine meiner Lieblingsbeschäftigungen, auch eine meiner ersten chinesischen Wörter waren Ni hao, Binkiling, Hallo, Eiscreme. Um schnell am nächsten Highlight anzukommen, nehme ich gerne auch mal eine Abkürzung. Das ist hier in China aber nicht immer klug. Ich wollte 30 Minuten Zeit sparen und bin wegen der Schlammstraße über eine Stunde später angekommen. Und weil der Schlamm meinen Füßen so gut tat, habe ich in einer Höhle vor Yangshuo direkt ein ganzes Schlammbad genommen. Yangshuo sollte auf jeder Bucketliste stehen. Die Karstlandschaft ist einfach umwerfend. Da macht es gleich noch mehr Spaß, für einen Sonnenaufgang früh aufzustehen oder für den Sonnenuntergang einen Berg zu besteigen. Dörfer, durch die ich gefahren bin, waren eher praktisch gebaut und die schönen alten Gebäude mit den vielen Verzierungen hat man eher selten gesehen.
Dafür hat man aber immer wieder mal einige schöne Reisterrassen und Wasserwürfel gesehen. Die Ernte wurde hier in den Dörfern zum Trocknen auf dem Vorhof oder wie man hier auch schön sehen kann, auf der Straße verteilt. Jetzt weiß ich, wo die ganzen Erdnüsse herkommen. Ich habe aber auch viel Obst und Gemüse hier in China gesehen, welches ich nicht kannte. Zu essen gab es einfach verschiedene Nudelsuppen, gefüllte Teigtaschen oder Reis mit Gemüse oder geschnetzeltem Fleisch. Das war oft sehr günstig. Das Essen war sowieso ein Highlight. Ich kam gerade aus Indien, wo ich fast nur vegetarisch gegessen habe, und in China riecht man überall gebratenes Fleisch. Da läuft einem Nicht-Vegetarier das Wasser im Mund zusammen. Was ich ein bisschen seltsam fand, war, dass man anstatt kaltem Wasser heißes Wasser serviert bekommen hat in den Restaurants oder Hotels. Auch wenn ich meine Trinkflaschen abgegeben habe zum Auffüllen, muss ich immer explizit sagen, bitte kaltes Wasser. Da kommen wir auch direkt zu dem Punkt Kommunikation. Mit Englisch kommt man hier wirklich nicht viel weiter, außer vielleicht in Hostels oder vielleicht hat man Glück, ein paar Jugendliche haben ein bisschen Englisch gelernt. Aber ansonsten kann man das vergessen. Und wenn die Chinesen merken, dass man kein Chinesisch kann, versuchen die immer schön auf der Hand die chinesischen Zeichen zu zeichnen. Und die denken dann wohl, ich kann den Dialekt nicht, aber da muss ich denen immer per Übersetzungs-App sagen, dass ich die Sprache und die Zeichen überhaupt nicht verstehe. In Guilin habe ich dann schon nach 3 Wochen meinen Reisepass bei der Polizeibehörde für Ausländer abgegeben, um mein Visum für einen Monat zu verlängern. Das dauerte leider eine ganze Woche, da hatte ich dann genug Zeit, mir die Stadt anzuschauen. Mit den 2 sympathischen Hostelmitarbeiterinnen und Gästen habe ich dann auch oft Mahjong gespielt oder wir haben Dumplings selbst gemacht. Der Verkehr hier ist auf den ersten Blick gar nicht so gefährlich, denkt man. Alles sieht so geordnet aus. Aber wenn man genauer hinschaut und einmal im Verkehrsfluss ist, merkt man, dass die Leute, wenn die auf die Straße gehen oder fahren, einfach nicht nach rechts und links gucken. Und das ist verdammt gefährlich. Ich habe leider viele schlimme Unfälle gesehen auf meinem Weg durch China und die hätten einfach nicht sein müssen, würden die Leute mehr auf den Verkehr achten. Was ich aber sonst auch noch sehr interessant fand, hier fahren sehr, sehr viele E-Roller, auch schon seit mehreren Jahren, so wie das aussieht. Und die Städte sind auch viel weniger versmoggt, als ich mir das immer vorgestellt habe. Nachdem ich in Guilin noch an meinem Fahrrad einen Ölwechsel durchgeführt habe und meine Visumsverlängerung in der Tasche hatte, bin ich zum Tianmenberg gefahren. Ich bin die letzten 6 Tage jeden Tag über 100 Kilometer mit dem Fahrrad gefahren und jetzt gehe ich 999 Stufen hoch. Meine Beine denken sich auch wahrscheinlich gerade, du Arschloch.
Danach ging es aber direkt weiter. Nur einige Kilometer weiter nördlich liegen die Halleluja-Berge. Die meisten kennen diese aus dem Film Avatar. In einem Hostel traf ich David aus den USA und Matt aus England und wir beschließen uns, die Gegend gemeinsam anzuschauen. Ursprünglich hatte ich hier in China einen Inlandsflug geplant, aber das hat so ein bisschen an mir genagt, denn das ist ja schon eine kleine Umweltsünde. Deswegen habe ich einmal für eine kurze Strecke ein Sammeltaxi genommen und einmal wurde ich ein Stück von jemandem mitgenommen und den Rest habe ich halt ein bisschen mehr Gas gegeben. Ich habe zwar, glaube ich, 3 Kilogramm verloren an Körpergewicht, aber es hat sich dann doch gelohnt. Ich habe mich einfach besser gefühlt. Im Norden von China wurde ich auch immer weniger von Hotels akzeptiert. Das ist wegen der Registrierungspflicht. Alle müssen registriert werden. Einige Hotels dürfen nur Chinesen registrieren. Manche wissen überhaupt gar nicht, wie man Touristen registriert. Oder einige sind auch einfach zu faul dafür. Ich hatte jetzt schon den Fall von allem gehabt. Manchmal wusste ich, dass ich ein Hotelzimmer bekomme, nachher aber freundlich rausgeschmissen wurde. Dann habe ich immer ganz schnell eine Dusche genommen. Dann hatte ich die wenigstens schon mal kostenlos. Ein anderes Mal wurde mir sogar die Polizei aufs Zimmer geschickt. Die haben mich dann 2 Stunden befragt, was ich hier mache und so weiter. Und ein anderes Mal habe ich dann selber die Polizei gerufen, weil ich wusste, dass sie einfach zu bequem waren, mich zu registrieren. Und die kamen dann auch und dann durfte ich auch eine Nacht dort bleiben. Jetzt denkt ihr vielleicht, warum nimmt ihr denn so viele Hotels? Ich campe gerne. Aber ich campe gerne ungestört und das ist hier in China einfach nicht möglich. Wir sind zu viele Menschen. Dann bin ich in Pingyao angekommen, eine uralte Stadt in China. Wenn man nachts durch die Gassen der Stadt wandert, hat man teilweise das Gefühl, hunderte Jahre in der Vergangenheit zu leben. Einfach magisch. Danach ging es zur letzten Station Richtung Peking. Zwischen Pingyao und Peking hatte ich einen Abend bis 10 Uhr vergeblich ein Hotel gesucht, wurde aber zum Trost von diesen netten Restaurantbesitzern auf ein köstliches Abendessen eingeladen. Danach habe ich mir im Dunkeln einfach am Straßenrand mein Zelt aufgebaut. Ich fahre jetzt mitten nach Peking rein, nach ca. 9 Monaten. Peking hört sich so weit weg an, aber das ist noch lange nicht mein Ziel. Das ist so krass. Hier habe ich mehr Zeit gehabt als erwartet, denn wegen der 70-jährigen Feier der Volksrepublik Chinas, die in 10 Tagen ist, wurden schon viele Sehenswürdigkeiten gesperrt, leider auch die verbotene Stadt. Dafür habe ich mich mit Tobi aus England getroffen, den ich zuvor schon in Kirgisistan in einem Hostel getroffen hatte. Er lebt jetzt hier für mehrere Monate und mit ihm und ein paar Freunden haben wir das Nachtleben von Peking erkundet. Die ein oder andere Sehenswürdigkeit konnte man sich aber schon angucken. Aber das große Highlight kommt natürlich zum Schluss. Ich habe mein Fahrrad im Hostel gelassen und mir einen Rucksack für eine 2-tägige Reise vorbereitet. Es ging zur chinesischen Mauer. Ich bin mit dem Bus 120 Kilometer weit außerhalb zur Mauer gefahren. Wow, was für ein Gefühl, über diese alte Mauer zu wandern.
Ich sitze gerade in einem Turm auf der chinesischen Mauer und warte jetzt auf den Sonnenuntergang. Und dann möchte ich gerne hier schlafen. Ich glaube, ich habe eine coole Stelle gefunden, wo auch keine Security mehr kommt. Eine halbe Stunde muss ich mich jetzt noch gedulden, bis die Sonne untergeht. Dann warte ich noch ein bisschen ab und dann breite ich meine Matte aus und packe meinen Schlafsack aus, damit ich mal gespannt, ob ich hier heute Nacht bleiben kann. Ich habe von mehreren Reisenden gehört, dass die es nicht geschafft haben, auf der Mauer zu schlafen. Die wurden immer von der Security verjagt. Ich hatte einfach Glück. Ich hatte einen schönen Platz gefunden, habe mir vorher sogar noch von einem kleinen Verkaufsstand auf der Mauer ein kleines Bier organisiert. Ich habe es mir halt einfach verdammt gemütlich gemacht da oben. War das aufregend, alleine auf der Mauer zu sein. Es wurde immer dunkler und man konnte langsam die Sterne sehen. Fast unbeschreiblich dieses Gefühl. Ein angenehmer, kühler Wind wehte und man konnte die leisen Geräusche der Fledermäuse und Vögel hören, die mit mir in diesem Turm gewohnt haben. Ich habe mich an einem Fenster in meinem Schlafsack gelegt und die Mauer und die Sterne beobachtet und bin zufrieden eingeschlafen. Der wunderschöne Sonnenaufgang hat alles perfekt gemacht. Ja, da ich nicht wusste, wo und wann ein Bus zurück nach Peking fährt, bin ich einfach zur nächsten Hauptstraße gewandert und bin per Anhalter gefahren. Das hat auch keine 5 Minuten gedauert und da hat mich jemand die ganze Strecke bis nach Peking mitgenommen. Ja, China fand ich super klasse. Ich bin extra abgelegene Orte gefahren, da ich die Menschen einfach besser kennenlernen wollte. Einige waren wirklich argwöhnisch, aber der größte Teil war einfach sympathisch und freundlich und interessiert. Besonders kleine Kinder haben Riesenaugen gemacht und das hat mich super gefreut. Also viele haben einfach noch nie einen Ausländer vorher gesehen. Das war echt witzig. Habt ihr China ähnlich erlebt oder was hat euch besonders an China gefallen? Ganz zum Schluss noch für die Reisenden hier in China, falls ihr mal ein Passwort für das WLAN braucht irgendwo, versucht einfach 8 mal die 8. Das hat fast immer funktioniert.